Wenn Sie dieses Video gerade ansehen können, dann haben Sie das einem Menschen zu danken. Aber dieser Mensch wurde niemals als Held gefeiert. Er machte nie Schlagzeilen. Er lebte mit seiner Rente in einer kleinen Wohnung in den Vororten Moskaus. Und als er 2017 starb, wurde sein Tod erst Wochen später bemerkt. Sein Name? Stanislav Petrov. Und er veränderte in einer einzigen Nacht das Schicksal der gesamten Menschheit. Was also tat er? Nichts. Und genau das war alles. 1983 war vielleicht das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges. Und ich übertreibe nicht, wenn ich das sage. Historiker sind sich einig. Der US-Präsident Ronald Reagan hatte die Sowjetunion offen zum Reich des Bösen erklärt. Der sowjetische Führer Juri Andropow versuchte derweil vom Krankenhaus aus das Land zu regieren, während er um sein Leben kämpfte, da seine Nieren versagten. Beide Seiten starrten sich in die Augen. Und keiner von beiden wusste, was der andere dachte. In diesem Jahr hätte ein einziger Fehler gereicht, um alles aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber 1983 häuften sich diese Ereignisse. 1. September 1983. Ein südkoreanisches Passagierflugzeug, Korean Airlines 007, kam vom Kurs ab und drang versehentlich in den sowjetischen Luftraum ein. Sowjetische Jagdjets schossen es ab. An Bord waren 269 Menschen, darunter auch ein Mitglied des US-Kongresses. Reagan nannte es ein Massaker. Andropow bezeichnete es als Provokation. Und während zwei Atommächte der Welt verkündeten, dass sie Feinde seien, tickte die Uhr schneller. Und mitten in diesen angespannten Tagen, während die Welt unter dieser schweren Spannung litt, kam der Morgen des 26. September 1983. Serpukhov 15. Ein geheimer Militärstützpunkt 60 Kilometer südlich von Moskau, tief unter der Erde. Innerhalb eines Bunkers, im blassen Schein der Leuchtstoffröhren, saßen Dutzende Offiziere vor den Bildschirmen. Draußen wurde der Herbstwind kälter, drinnen schien die Zeit stillzustehen. Der diensthabende Offizier in dieser Nacht war Oberstleutnant Stanislav Petrov, 44 Jahre alt, Softwareingenieur. Einer der Männer, die den Code für dieses System selbst geschrieben haben. Eigentlich war Petrov in dieser Nacht nicht der Diensthabende. Er war für einen erkrankten Kollegen eingesprungen. Manchmal formt die Geschichte durch kleine Zufälle. Es war wenige Minuten nach Mitternacht. Und dann änderte sich der Bildschirm. Die große Anzeige auf der gegenüberliegenden Wand zeigte in roten Buchstaben ein einziges Wort. Zapusк. Start. Das Protokoll war klar. Amerika hatte eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Ziel: Sowjetunion. Der Heulton ertönte, Panik brach aus. Das Protokoll war eindeutig. Melden Sie es nach oben, starten Sie den Gegenschlag. Jede Sekunde zählte. Petrov starrte auf den Bildschirm. Etwas hielt ihn zurück. Ich hatte 5 Minuten. Petrov erzählte dies Jahre später der BBC. Es gab keine Regel, wie viel Zeit ich für den Bericht hatte, aber ich wusste, dass jede vergangene Sekunde wertvoll war. Laut System wurden nun 4 weitere Raketen entdeckt, insgesamt 5. Das System zeigte die höchste Sicherheitsstufe an. Und in Petrovs Kopf drehte sich eine Frage: Würden die USA wirklich angreifen und dabei nur 5 Raketen abfeuern? Nein, Petrov wusste das. Wenn die USA einen echten Erstschlag starten würden, würden sie hunderte Raketen abfeuern, um die sowjetische Gegenangriffsfähigkeit völlig zu zerschlagen. 5 Raketen machten keinen Sinn. Außerdem zeigten die Bodenradare gar nichts. Das System war neu installiert worden und Petrov wusste, dass dieses System fehleranfällig war, weil er den Code selbst geschrieben hatte. Er nahm den Hörer und er sagte seinen Vorgesetzten: Das System ist defekt, es ist ein Fehlalarm. In diesem Moment war er sich nicht sicher. Wie er selbst gestand: Ich wusste bis zur letzten Sekunde nicht, ob ich Recht oder Unrecht hatte. Minuten vergingen. Die Rakete kam nicht. Die Bodenradare blieben stumm. Und dann kam die Wahrheit ans Licht. Sonnenlicht, das sich von hochfliegenden Wolken über North Dakota reflektierte, hatte die Satellitensensoren getäuscht. Wolken- und Sonnenreflexionen hatten fast einen Atomkrieg ausgelöst. Petrovs Sohn Dmitri war in dieser Nacht 12 Jahre alt und schlief zu Hause. Er erfuhr erst, was sein Vater getan hatte, nach einer 3-tägigen Verhör. Und das erst Jahre später, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Natürlich war ich entsetzt, sagte er später. Ich war überrascht, dass mein Vater das geheim gehalten hat. Aber die Geschichte endet hier nicht. Denn nur 11 Tage nach Petrovs Entscheidung stand die Welt wieder am selben Abgrund. Und diesmal war der Grund ein NATO-Manöver. 2. November 1983. Die NATO begann das Militärmanöver Able Archer 83. Es sollte 9 Tage dauern. Ziel: Test der Nuklearwaffeneinsatzprotokolle der NATO. Aber dieses Manöver war anders als jedes vorherige. Bei diesem Manöver gingen die NATO-Truppen Schritt für Schritt von normaler Bereitschaft in einen echten Nuklearalarm über. Es wurden Echtzeit-Nachrichtenprotokolle verwendet. Die gesamte Befehlskette wurde tatsächlich aktiviert. Auf einigen Stützpunkten wurden Munitionladenprozeduren getestet, die zuvor noch nie gesehen oder durchgeführt worden waren. Und die Sowjets beobachteten das. KGB-Agenten überwachten die NATO-Stützpunkte in Europa Tag und Nacht. Die Berichte nach Moskau waren eindeutig. Dieses Manöver könnte die Decke für einen echten Angriff sein, so lauteten ihre Berichte. Der Befehlshaber der sowjetischen Luftstreitkräfte, wie aus später freigegebenen Dokumenten hervorgeht, brachte einige Luftflotten in Stellung für den sofortigen Einsatz von Nuklearwaffen. Es wurde festgestellt, dass zumindest ein Geschwader eine Munitionslagerkonfiguration vorbereitete, die es so noch nie gegeben hatte. Die westlichen Geheimdienstberichte hatten das auch verpasst. Und nun tritt ein zweiter Mann auf die Bühne. Ein weiterer Name, den Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. General Leonard Perutz, zu dieser Zeit Chef des Geheimdienstes der US-Luftwaffe in Europa. Während des Manövers sah Perutz, dass die Streitkräfte der Sowjetunion begannen, sich voll auf einen Krieg vorzubereiten. Das war kein Szenario für ein Manöver. Sein Kommandeur fragte ihn: Warum beschleunigen wir unsere Kriegsvorbereitungen nicht? Perutz' Antwort war: Nein, wir warten. Diese Entscheidung basierte in diesem Moment auf keinerlei Information. Wie er später selbst gestand, handelte er aus Bauchgefühl. Der beratende Ausschuss für Auslandsgeheimdienste des US-Präsidenten bezeichnete diese Entscheidung später so: eine zufällig richtige, aus Unwissenheit getroffene Entscheidung. Die Sowjets verstanden, dass das Manöver nicht echt war. Alle Alarme wurden abgeblasen. Die Welt atmete einmal mehr durch. Was ist also mit Stanislav Petrov passiert? Seine Vorgesetzten beglückwünschten ihn anfangs, aber dann kam das System. Petrov hatte diese Nacht nicht im militärischen Tagebuch vermerkt, da er gleichzeitig am Telefon war und Notizen machen musste. Seine Hände hatten nicht gereicht. Wegen dieses dienstlichen Versäumnisses wurde er offiziell gerügt. Er bekam keine Beförderung, keine Auszeichnung. Wenn das System ihn belohnt hätte, müsste es auch den Fehler eingestehen, den das System verursacht hatte. Und das wurde nicht erlaubt. 3 Tage lang, während die Ermittlungen liefen, wartete er wachend im Bunker. Als er nach Hause kam, war er völlig am Ende. Kurz darauf hatte er einen Nervenzusammenbruch. Er ging früh in den Ruhestand und lebte weiter ruhig in einer kleinen Wohnung in der Nähe von Moskau. Seine Frau Raisa wusste 10 Jahre lang nicht, was passiert war. In Petrovs eigenen Worten: Was soll ich der Frau erzählen? Das Thema war zu technisch, sie hätte es eh nicht verstanden. Bis 1998 war diese Geschichte völlig geheim, bis die Memoiren eines ehemaligen sowjetischen Generals veröffentlicht wurden. Die Welt entdeckte ihn damals. 2006 erhielt er bei der UNO eine kleine Ehrung. 2013 der Friedenspreis aus Dresden, Deutschland, 25.000 €. 2014 wurde ein Dokumentarfilm über ihn gedreht, The Man Who Saved the World. Und Petrov sagte jedes Mal dasselbe und zuckte mit den Schultern: Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist alles. Am 19. Mai 2017 starb er, 77 Jahre alt, in dieser kleinen Wohnung in Fryazino. Sein Tod wurde wochenlang nicht bemerkt. Derjenige, der die Nachricht verbreitete, war der deutsche Dokumentarfilmer Karl Schumacher, der ihn jahrelang begleitet hatte. Er erfuhr es, als er ihn zum Geburtstag anrief und keine Antwort bekam. Was uns die Ereignisse von 1983 lehren, ist dies: Der Lauf der Geschichte wird manchmal nicht durch Entscheidungen von Staatschefs geformt, sondern durch den Instinkt eines gewöhnlichen Offiziers, der für einen erkrankten Kollegen einspringen musste. Petrov dachte in jener Nacht, statt dem System zu folgen. Perutz wartete an diesem Tag, statt hochzusteigen.
Beide brachen die Regeln und beide hatten recht. Und was wäre mit Ihnen? Wenn Sie vor diesem Bildschirm gestanden hätten, hätten Sie dem System vertraut oder Ihrem Instinkt? Schreiben Sie es in die Kommentare, ich bin wirklich neugierig. Und im nächsten Video werde ich Ihnen etwas noch Erstaunlicheres erzählen.